Hi, ich heiße Michelle, bin 22 noch und bin deutsch-philippinisch. Definitiv Deutsch. Also ja, einfach weil ich hier geboren bin. Bin in eine deutsche Schule gegangen, aber so grundsätzlich eher Deutsch. Ja, ja, mich anderen gegenüber verhalte, ist, glaube ich, schon eher philippinisch, muss ich sagen. Also es ist schon, was heißt philippinisch? Ich glaube, es ist eher so wie meine Mama mich erzogen hat und wie wir das halt gehandhabt haben zu Hause. Wenn ich unter Freunden bin, dann fühle ich mich mehr philippinisch, und bin ich zu Hause, weiß nicht, dann würde ich nicht sagen, dass ich mich mehr deutsch fühle, aber dann fühle ich mich normal, und sobald ich dann auf den Philippinen bin, habe ich das Gefühl, ich bin die deutsche Kartoffel. Also ich habe mich halt eher immer damit befasst, was ist an mir philippinisch, als dass ich sage, was ist an mir deutsch. Weil es für mich so selbstverständlich ist, dass ich eben deutsch bin, und philippinisch ist halt immer so, wie man hat immer dieses gesucht. Das ist halt ein Land, das ist einfach auf der anderen Seite von der Weltkugel, und das war halt immer so fern, und dann hat man immer versucht, Dinge so an sich ranzuziehen und die bei sich zu behalten. Ich spreche kein Tagalog, was ich super schade finde, aber es lag einfach daran, dass meine Mama, als sie hierher gekommen ist, versucht hat, halt Deutsch zu sprechen. Das war für sie das Wichtigste, dass wir Hochdeutsch reden und dass das auch gut läuft und dass wir da keine Probleme haben. Und deswegen hat halt dann die andere Sprache daran gelitten irgendwie. Es war halt mehr oder weniger schon seltsam, wenn du mit deinen Cousins nicht richtig reden konntest. Und für sie war das halt immer super die Hürde, mit uns Englisch zu reden. Und dann haben sie halt teilweise gar nicht mit uns geredet. Und das war echt traurig, wenn du halt mit deiner Familie nicht reden kannst. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Singen und fröhlich sein, das ist so. Jede philippinische Familie hat eine Karaoke-Maschine zu Hause. Definitiv. Oder einen DVD-Player, wo du Karaoke-CDs einlegen kannst. Und das hat mich halt auch zu Hause voll geprägt. Wenn, ich weiß nicht, eine Freundin kam mal aus dem Studium zu mir nach Hause und meinte dann auch, ihr singt echt viel, ne? Und das war für mich nicht so bewusst, weil, keine Ahnung, also wenn wir zu Hause kochen, irgendjemand summt was, also die anderen singen mit, und das ist so das typisch Philippinische, das kennt man so aus einer typisch deutschen Familie nicht. Nagsisisi at sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali. Es gab halt die Situation mit meinem Onkel, der irgendwann mal meinte, als wir am Tisch saßen, du bist schon deutsch. Und ich war so krass. Also das war so das erste Mal, dass man es mir so direkt gesagt hat. Und ich meine, das hatte ich schon immer so ein Gefühl, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Bin ich eher philippinisch, bin ich eher deutsch? Und ja, und dann hat er halt gemeint, ja, du bist viel zu hell und du siehst einfach eher aus wie eine Deutsche. Für ihn war es definitiv klar, ich bin keine Philippiner, deswegen muss ich deutsch sein. Das hat es nur irgendwie nochmal auf den Punkt gebracht, irgendwie, was ich ja immer schon selber schon gefühlt habe, dass ich irgendwie nichts Halbes, aber auch irgendwie nichts Ganzes bin. Und da gab es halt diese Story aus Amerika, als ich mit einer Freundin Wohnmobil-Tour durch Arizona gemacht habe. Und dieser ausschlaggebende Moment war eben die Navajo-Frau in einem Schmuckladen, die ja super perplex war, als sie mich gesehen hat und dann meinte, woher ich komme. Und ich meinte dann, ja, aus Deutschland. Und sie war dann so, nein, wo kommst du denn her? Und ich so, ja, meine Mama ist Philippiner. Und sie so, nein, das kann nicht sein. Du siehst aus wie eine von uns. Und dann dachte ich, das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich gedacht habe, krass, da ist halt jemand, der sagt, ich sehe aus wie einer von denen. Und das hatte ich halt nie. Ich glaube, selber würde ich mir gar nicht so viele Gedanken machen, wenn nicht andere Leute das immer wieder ansprechen würden. Allein schon durch diese Frage, woher kommst du? Ich glaube, das ist halt einfach, wenn jemand dich neu kennenlernt, reduziert man einen, glaube ich, im ersten Moment nun mal aufs Äußere, weil du nicht mehr hast von dieser Person. Und es ist oft eben diese Frage, die kriege ich halt direkt am Anfang gestellt. Ich finde es halt witzig, ehrlich gesagt, dass es halt immer kommt, weil ich halt absichtlich dann immer erst sage, ja, ich komme aus einem Dorf in
nee, Limburg. Und dann die so, nein, ich will doch eigentlich wissen, woher du wirklich kommst. Und ich komme nun mal da. Also es ist das, wo ich wirklich komme. Das andere ist halt meine DNA. Ich glaube einfach, da, wo ich mich wohlfühle, ist das, wo ich mich zugehörig fühle. Also das ganze Thema tut mir auch nicht so weh, weil ich mich damit nicht identifiziere mit einer Herkunft. Ja, ich bin halb Philippiner und ich bin auch halb Deutsche, aber es ist halt eher so, dass ich mich mit meiner Familie identifiziere. Und ob jetzt die eine Hälfte philippinisch ist oder die andere deutsch, macht in dem Sinne halt für mich keinen Unterschied.